Ich liebe die Monotonie und die Langeweile und auch die Massenproduktion. Es kam eine Werbeagentur auf mich zu und fragte, ob ich nicht mal was mit Milch machen wollte. 69 war das und ich dachte, Dosenmilch ist gut. Das ist genau so richtig rein in die Massenproduktion, auch in die Perfektion. Und damals hat mich das einerseits fasziniert, andererseits aber auch irritiert. Es war einfach der Wahnsinn, was da rausgedonnert kam in so einer Dosenfabrik. Bang, dang, 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 dang. Zack, wer soll das alles essen, wer soll das alles kaufen und so weiter. Ich habe angefangen schon so Anfang der 70er Jahre mit Städten. Morgens kamen sie alle rein, abends wieder alle raus. Das heißt, es ist eigentlich wie ein Gewebe, was eigentlich lauter Schlamm bzw. Beton und Ströme von Material, Autoströme, Betonströme, Stahlströme, die einfach rein sind, der pure Kapitalismus, der eben einfach zusammengeschoben worden ist. Ich habe jetzt hier nicht einen Plan gemacht, wie der läuft, sondern ich habe irgendwo angefangen, so einen Sektor, wo ich dachte, das sind Warehouses oder was, sozusagen alle Klischees, die eben in dieser Zeit über Städte waren, sind da irgendwie reingeflossen, als wäre überall nur Tuben aufgedreht worden, wie Zahnpasta, die nur einfach reingedrückt wird in die Formen oder in die Betonformen, die Betonpumpen, einfach nur reinpumpen. Das ist sozusagen eine Stadt als vitales, aber auch brutales Konstrukt da war. Die Malerei, die musste stimmen, die musste eine Zartheit haben und die sollte auch so dieses Schöne vom November, dieses Traurige und Regnerische und dieser überall der Staub, der dann so feucht wird und matschig wird. Dieses ganze Ding als Gefäß, was komplex selbst ist und was komplex gefüllt wird. Zwei Welten, die ineinander geschoben sind und die beide sich die Waage halten. Es ist halt eine durch und durch analoge Arbeit, wo alles, jeder Rasterpunkt und alles noch sehr körperlich da ist. Und es ist eben so, dass ich diese Mercedes in verschiedenen Größen klischiert habe auf Metallklischees und dann auf einer Kniehebelpresse abgedruckt habe, auf Gummi, auf Latexgummi. Und dieser Latexgummi, den haben wir dann über Tage und Wochen verzogen in einem Fotokopierstudio und haben dadurch eben diese extremen Formen bekommen. Das ist also sozusagen eine kollektive Arbeit, wo 6 bis 8 Hände beteiligt waren. Jede Parzelle hat eine andere Energie, hat ein anderes Energiefeld und auch andere Stress. Das war ja Stress, das zu ziehen. Und dadurch habe ich so viel Tensions in dieser Madonna gesammelt, die sich eben in dieser Ruhe dieser Madonna einrichten konnten. Was ich früher mit Klischees und mit Gummiverziehungen auf dem Fotokopierer oder vor Kameras analog gemacht habe, das ist jetzt hier ein Computerprogramm,
was eben rechnerisch eine Szene einfach überzieht. Es macht jetzt eine Maschine das, was ich früher mit einer Gruppe von Leuten über Wochen und Tagen gemacht habe, das macht die in Stunden. Und das ist natürlich eine Art Hexerei und es ist auch wahnsinnig faszinierend.